Dass sie die Menschen auf der ganzen Welt mit unternehmerischem Wissen befähigen und ihnen die Chance geben zu wachsen, ist etwas Unglaubliches. Vor VPN war mein Wissen wirklich sehr allgemein. Jetzt habe ich deutliche Fortschritte gemacht und hörte nie auf zu lernen. Ich habe viel gelernt und dies hat mir geholfen, Unternehmer zu werden. VPN bietet sehr praxisorientierte Seminare an, die jeder versteht. Sie haben mein Verhalten und meine Denkweise verändert. Ich hatte Glück, VPN so früh in den Anfängen meines Unternehmens zu treffen. Das Wichtigste, wovon das Unternehmen von VPN profitiert hat, ist der Wechsel meiner Denk- und Sichtweise. Der 97 war ja 5 Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion. Und mit dem Zerfall des politischen Systems ist eben auch die ganze Planwirtschaft zusammengefallen. Das hat dort geheissen, zwischen 60 und 70% der Menschen haben kein regelmäßiges Einkommen. Und das hat mich schon sehr betroffen gemacht. Ein amerikanischer Freund, den ich bei einer anderen Konferenz kennengelernt habe, hat mir eben angerufen und hat gesagt, du, wir haben wieder eine Konferenz, könntest du nicht einen Workshop halten? Wie fange ich mein eigenes Business an? An dem gleichen Abend sind sie mir am Rockzipfel gegangen und haben gesagt, kannst du uns nicht helfen? Und einer ist gekommen, der hat mal so ein Programm zusammengestellt in seiner Freizeit, wo man überall geschult werden müsste. Und das war für mich so ein erster Hoffnungsschimmer, wo der Sergei kam und hat gesagt, schau, was du uns erzählst, das ist mein Traum, dass das jemand macht. Ich bin dann schon ein bisschen betroffen an diesem Abend in mein Hotelzimmer, bin eingeschlafen und etwa am Morgen um 2 bin ich verwacht, hellwach gewesen. Ich war dann ungefähr 10 plus minus. Und mein Vater war ja sehr viel unterwegs, als wir kleiner waren. Und das Schöne an dieser Reise war immer, dass er heimkommt und uns etwas mitbeachtet. Das haben wir uns gefreut. Aber von dieser Reise hat er wie Geschichte mitbeachtet. Und ich weiss dann noch, er hat es meiner Mom erzählt. Und er war wirklich berührt und es hat mich beschäftigt. Mein Vater ist ein Denker, ein Göbler und er macht sich sehr viele Gedanken über Sachen. Und ich habe das schon als Kind dann mitbekommen, dass es ihn richtig beschäftigt hat, dazu mal in das Kirgisien zu gehen. Und die Leute auf ihn zugekommen sind und quasi gefragt haben, hey, kannst du uns helfen? Wir wollen keine Almosen von dir. Wir wollen, dass du uns hilfst, dass wir selbstständig werden. Das erste Mal ist mir VPN unter die Augen gekommen. Klammern auf, ich kenne den Hans seit über 30 Jahren. Als der Hans zu VPN gewechselt hat, hat mir von Kirgisistan erzählt. Und ich habe dann fast ein bisschen dazu geneigt, zu fragen, wo ist das, Hans? Fast ein bisschen lächerlich gemacht. Der Sergei, er war unser erster Unternehmer damals. Später war er der lokale Leiter. Jürg hat die Vision Anführungszeichen gepackt oder gefasst und hat im Hans, das war meine Wahrnehmung, eigentlich von Anfang an jemanden gehabt, der das ausgeführt hat, der das execution-wise wirklich unter die Leute gebracht hat. So habe ich das irgendwie wahrgenommen. Ich habe sie als 2 Männer wahrgenommen, die wissen, was sie wollen, und am Schluss haben sie beide das Gleiche wollen. Und ich glaube, das ist auch sehr gut gelungen. In seinen anderen Geschäftsfeldern da hat man einfach gehört, er hat wieder eine Sitzung oder da haben wir nicht so viel mitbekommen. Das VPN, man hat wirklich gemerkt, das ist bei ihm eine Leidenschaft. Und das hat mich ein bisschen angesteckt. Wir sind dann miteinander in unser provisorisches Büro gefahren. Das ist jetzt noch gar nicht richtig, gell? Wir sind uns eingemietet bei einem Freund. Wir sind durch die Stadttür gefahren und es ist mir aufgefallen, Auto hat es eigentlich fast keine gegeben damals.
Ich habe den Eindruck in Kirgisistan, dass sobald man das Land verlassen kann, geht es einem viel besser. Und da hat BPN in diesem Sinn wirklich eine Möglichkeit, eben durch das Programm und durch die Seminare eine Perspektive zu geben für das eigene Land und das eigene Land wirklich zu schätzen. In Kirgisistan ist es wirklich so, dass das beschäftigt einen. Wenn ich zurückkomme, dann hinterlässt das Spuren. Das ist definitiv so. Für mich ist es so, dass ich gelernt habe, innerhalb von diesen 10 Jahren, als ich jetzt hier bei BPN bin, auch zu abstrahieren und einfach eine gewisse Distanz zu nehmen zu dieser Situation. Aber andererseits auch einfach mir immer wieder so zu sagen, konzentriere dich auf die Mikroebene und versuche dich wirklich auf das zu konzentrieren, was du verändern kannst. Und nicht auf die Makroebene, die Umstände im Land selber, die schwierigen, die ich in dem Sinn nicht wirklich mein Wirkungskreis ist. Da kommt eine Unternehmerin, respektive sie war eine Näherin in einem Betrieb, hat festgestellt, wie sich der Betrieb entwickelt und sie hat gedacht, das kann ich eigentlich auch. So hat sie alle Seminare besucht und sie ist immer wieder herausgefordert, wenn es heisst, was willst du machen, was sind deine Ziele? Und irgendwann hat sie dann das mal erzählt, sie möchte eine eigene Näherei aufbauen. Ihren Businessplan entwickelt in dieser Zeit, hat sich entschieden, Kinderkleider möchte machen. По образованию преподаватель, поэтому о бизнесе я не была готова к ведению бизнеса, когда организовывалась все это. Поэтому настал момент, когда начался поиск ответов на вопросы. Вот. И тогда пришел BPN. На семинарах BPN очень многому научилась, и особенно на семинары «Финансовый менеджмент», когда Ханс нас учил откладывать финансы и создавать подушку безопасности, создавать резервы для кризисных времен. Тогда еще я не знала, что такие времена настанут, но как раз-таки именно это помогло нам выжить в кризис, который длится уже 4-й год, оставаться конкурентной компанией. После того, как я сама посетила семинар «Конфликт-менеджмент», я поняла, что этот семинар необходим и для сотрудников. И пришел момент, когда мы всей компанией, все 45 человек, мы посетили этот семинар. Мы протестировали каждого сотрудника. Мы поняли сильные и стороны каждого сотрудника, и те стороны, которые нужно улучшить, и это понял каждый сотрудник. И сейчас, на данный момент, это очень хорошо помогает в достижении поставленных целей, работая командой. BPN помог мне более четко сформулировать и понять мое видение. Bereits 4-5 Jahre für BPN gearbeitet und einen recht grossen Teil pro Jahr im Land verbracht. Auf eine Art und Weise nicht als Tourist, sondern sehr stark hineingesehen in die Firmen. Also sehr viel Erfahrung gehabt. Und gleich, als ich nachher gezögert bin und im Land gewohnt habe, hatte ich einen Kulturschock gehabt. Aber man merkt eben schon, Armut hat seine Ursachen und viel hat mit Mentalität und Verhalten zu tun. Und wenn eben ein ganzes Kollektiv in ihrer Mehrheit sich so verhalten, dann ist es schwierig für eine Gesellschaft, sich vorwärts zu entwickeln. Und darum legen wir ja bei BPN auch dieser Gewicht legen auf Mentalität, Werte und Verhalten, weil es hilft nichts, wenn die technisches Know-how haben, aber nicht wissen, wie sie sich verhalten. Also das ist, wenn man Veränderung will, muss man am Menschen arbeiten, an seinem Verhalten, an seiner Denkweise, damit langfristig effektiv auch die Entwicklung stattfindet. BPN ist nachhaltig. Und das BPN ist nicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, es ist ein Tropfen im Wasser, der so Wellen schlägt. An Events und in Broschüren auf der Website von BPN sieht man schon immer an, das ist das, was BPN macht. Aber wenn man wirklich zu diesen Unternehmen geht und immer wieder zu den Unternehmen geht und dann sieht, was in dieser Zeitspanne passiert, von 1, 2 oder 4 Jahren, ist es unglaublich.
Bueno, la crisis realmente fue algo bien especial. No solamente pues, fue una crisis económica, también fue una crisis, una depresión colectiva, por decirlo así. Es decir, veíamos muertos todos los días. Obviamente la gente no estaba bien. Yo, como muchas de las familias acá en Nicaragua, pues contemplamos la posibilidad de irnos, ¿no?, del país. Sin embargo, pues nos sentamos con mi esposa, comenzamos a ver las cosas de una forma menos emocional y más práctica. Nos dimos cuenta que habíamos hecho muchas cosas acá, que tirarlo por la ventana, la verdad, no era lo más rentable. Entonces, a partir de la decisión que tomamos con mi esposa de quedarnos en nuestro país y ver cómo salíamos adelante, comenzó también la tarea de motivarnos, ¿no?, de salir adelante, de hacer realidad, ¿no?, esta frase que dice que donde hay crisis hay oportunidades. BPN nos ayudó con un taller emocional, motivacional incluso, que me ayudó mucho pues, a ver de forma práctica cómo nosotros podíamos aprovechar pues, el hecho de que cuáles eran los factores, ¿no?, que nosotros podríamos aprovechar a raíz de la crisis. Nos dimos cuenta que nuestros competidores estaban igual de deprimidos que nosotros y probablemente esa fue una de las cosas. Comenzamos bueno, de aquí en adelante comenzamos a reestructurar costos, a hacer más eficientes los procesos, a comprar, por decirlo así, materia prima a mejores precios. Comenzamos a negociar con proveedores, ¿no?, que nos dieran tiempo para pagarles, porque realmente habían pasado 3 meses que no facturábamos nada. Comenzamos a traer a colación incluso objetivos en la planificación estratégica que estaban a 5 años, a traerlos más para acá, que era crecer en puntos de venta, contra todo pronóstico. Incluso pues, el tema de exportar. A corto plazo nos sentamos con el personal pues, de asesoría, con VPN, pues, para ver cómo podíamos sobrevivir. Pues algunas nos dieron muchas ideas que nosotros algunas las pusimos en práctica, otras no las pudimos poner en práctica pues, por un tema de tiempo. Incluso son ideas que actualmente nosotros estamos ejecutando y nos está yendo bien, estamos facturando, ¿no?, estamos todavía en el negocio, pero sí, hemos logrado salir adelante pues, por un tema más que todo de actitud. Bei uns sind Zahlen wichtig, aber es sind eben nicht nur Zahlen, sondern wir versuchen ja den Unternehmer auch nicht nur bis ins nächste Jahr oder ins übernächste hineinzuführen, sondern wir versuchen den Unternehmer dort hinzuführen, dass er eben vielleicht sogar sein Unternehmen der nächsten Generation weitergeben kann. Es gibt ähnliche Unternehmungen wie BPN in der Mongolei, aber es gibt nichts, was gleich ist wie BPN in der Mongolei. Also das 4-Säulen-Prinzip, wie wir es von BPN in der Mongolei und in allen Ländern von BPN anbieten, es gibt keine Organisation, die diesen integrierten Ansatz in der Mongolei anbietet.
Unternehmer erfahren auf verschiedene Art und Weise von BPN. Einerseits haben wir Mund-zu-Mund-Weiterempfehlung, wo Unternehmer bereits das Programm absolviert haben bei BPN. Und dann gewinnen wir natürlich aber auch Unternehmungen über Partnerschaften, die wir haben mit anderen Organisationen in der Mongolei. Und wir gewinnen auch Unternehmer über Werbung, die wir machen. Явуулах зүгээр юм байна. Бас Монголынхаа махыг гадаадад экспортлж хүмүүст түгээх, танилцуулах, рекламдах, хүний нөөцийг хэсгэж одоо хүний нөөцийг хэсгээд ерөнхийдөө ажлын байрыг илүү төлөвлөгөө байгуулж Монголын эдийн засгийг дээш нь хөгжүүлэх зорилготой. Би бол ингэж бодоод байна л да. BPN-ийн сургалт болохоор яг тэрхэн үедээ хүмүүс монголчуудын хувьд бол яг ороод сургалт нь анхны сургалт нь болохоор санхүүгийн менежмент байсан. Тэгээд тэрнээс гадна бас санхүүгийн менежмент, тэгээд маркетинг. Би бол өөрөө бол олон сургууль төгсөжсэн, үзсэн, сурсан, мэдлэг боловсрол олсон мөртлөөс яг үндсэндээ бол BPN зааж байгаа шиг амьдралтай бас одоо судалгаан дээр суурилсан тэг хүнд яг хүрэхээр яг үнэхээр өнөөгийн байдал ямар нөхцөл байгаа вэ гэдгийг тулгуурлаж одоо гаргаж ирсэн судалгаан дээр одоо биднэрт хичээл зааж туршлагатай хичээл зааж байгаа тийм. Тэгээ би энэ сургалтанд сууснаас хойш төлөвлөгөө гэдэг ямар чухал байдаг юм бэ. Тэгээд бас одоо хормлол үүсгэх гэж юм байна. Тэгээ эрсдлээ яаж харах вэ? Тэгээ санхүүгээ яаж хөтлөх вэ? Одоо энэ олон мэдээлэл зэрэгцэж одоо нэг дор сурж аваад өгөн хугацаанд Also der Zugang zu Unternehmern in Seminaren in Georgien ist nicht einfach. Ich habe in vielen anderen Ländern gearbeitet und sage immer, wenn ich heute 25 wäre, würde ich so ein Seminar sehr wahrscheinlich nicht bestreiten. Das ist sehr herausfordernd. Die Leute sitzen oft am Anfang mit verschränkten Armen, finsteren Mienen dort und schauen mal so kritisch, was will er uns da vermitteln, ist er echt überhaupt kompetent, bis sie ja wirklich auftauen. Aber wenn sie dann mal auftaut sind, dann ist es manchmal sogar fast schwierig, sie zu bremsen. Immer wieder, wir haben ja das Vier-Säulen-Prinzip. Zugrunde liegt eigentlich das Fundament. Dort steht Werte. Das sind abendländisch-christliche Werte, Vertraulichkeit, Ehrlichkeit, Transparenz und so weiter. Und ich sage den Leuten immer, das ist 50% von unserem Erfolg. Wenn dieser Funke beim Unternehmer schon mal übergekumpelt ist, dass wir auf diesem Fundament arbeiten mit ihnen, dann ist eigentlich schon 50% ist fast Erfolgsgarant, dass wir mit dem Unternehmer durch das Programm wirklich Erfolg haben werden. BPN wird bei unseren Teilnehmenden wahrgenommen als Organisation, die auf Augenhöhe mit den Teilnehmern verhandelt. Es hat viele andere Organisationen in Georgien, die Ausbildungen anbieten. Und was ich oft so höre von unseren Teilnehmenden, die bereits mehrere so Kurse besucht haben, ist, da wird von oben herab wird auf uns herabgeschaut. Man kommt eine sehr theoretische Ausbildung, es ist nicht wirklich praxisorientiert. Und das ist das, was ich schätze an BPN. So zum Beispiel auch wie die 3 Schwestern zusammen mit der Mutter, die auf ganz einfache Art Teerfrüchte hergestellt haben. Und ja, sie haben ums Überleben gekämpft. Und irgendwie sind sie in die Seminare gekommen und haben gemerkt, oh, da braucht es mehr. Sie haben kein Hehl daraus gemacht, dass sie die Sachen betriebswirtschaftlich, buchhalterisch und alles nicht verstehen, das nicht gemacht haben. Aber sie haben sich helfen lassen. Ուրիետ հաստատմեցոս կաչտա իդեա դագուեցყո չերիս ծարմոება მე და ჩემს დებს 3 წელი არ ქონდა ფუფუნება იმისა რომ თანამშრომელი არ გვეყვანა ამიტომ ჩვენი ძალებით ვახერხებდით გვეწარმოებინა ის პროდუქტი რომელსაც ვქნიდით თუმცა 2016 წელს ჩვენ BPN-თან დავამყარეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ურთიერთობა ჩვენთვის ეს იყო გარდამტეხი ეტაპი
როგორც კი წერილი მივიღე მეილზე, რომ VPN-ი მიწევდა ტრენინგზე, მხოლოდ სიტყვა შვეიცარია ჩემთვის საკმარისი იყო იმისთვის, რომ მე ამ ტრენინგზე წავსულიყავ, იმიტომ რომ შვეიცარია ჩემთვის იგივდება წარმატებასთან, განვითარებასთან, შრომასთან. პირველი ტრენინგი გახდათ ბიზნეს გეგმის შედგენა და მარტივი ბუღალტერია. იმ დღიდან მოყოლებული მე VPN-ს არ მოვცილებდი ყველა მის შემოთავაზებულ ტრენინგს დიდი მოლოდინით და დიდი სიხარულით ვესწრებ, იმიტომ რომ ყოველი ტრენინგი ჩემთვის არის ახალი გამოცდილება. თუ 2016 წელს ჩვენ გვყავდა 5 თანამშრომელი, დღეს 1-2-რად გაიზარდა და 20 თანამშრომელი ემსახურება ამ კომპანიას. 2016 წლიდან, ასე ვთქვათ, 1-2-რად არა, 3-მაგი გაზრდა არის ბრუნვის გაყიდვების და ვფიქრობთ, რომ აი წელს უკვე წლის ბოლოს შარშანდელთან შედარებით Wir sind jetzt hier in Ruanda seit etwa 7 Jahren. Einerseits haben wir das große Privileg, verschiedene Unternehmungen. Und jetzt sehen wir eine Dynamik entstehen von verschiedenen Unternehmungen, die voneinander Services beziehen, weil sie wissen, diese Person hat die gleiche Ausbildung besucht wie ich. Diese Person ist durch das Programm durchgegangen und ich kann darauf vertrauen. Und so entsteht eine Kette, die dann einen großen Einfluss hat auch auf die Wirtschaft allgemein. Das ist für mich ein großes Highlight, dass wir nicht nur einzelne Kleinbetriebe helfen, sondern dass wir grundsätzlich in der ganzen Ökonomie vom Land beitragen. Meine Schwiegermutter hat mir gesagt, als ich zu BPN gegangen bin, was das genau ist. Und dann habe ich ihr das gesagt. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist eigentlich nicht viel anderes, als was du bis jetzt über 20 Jahre gemacht hast, Unternehmensberatung. Aber einfach jetzt mit qualitativem Hintergrund sage ich, jawohl, das stimmt, Gertrud. Und dann sagt sie, und in welche Länder gehst jetzt du? Dann habe ich angefangen und dann hat sie nur noch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Und ich glaube, sie hat mich eigentlich von der ersten Stunde an tot gesehen. Sie hat gesagt, nach Afrika, nein. Und ich selber war auch noch nie in Afrika, muss ich dazu sagen. Die Jocelyn habe ich an einem Event kennengelernt. Es war eine Art Businessplan Competition, wo die Unternehmer auch ihre Produkte gezeigt haben. Und sie ist mir sofort aufgefallen, von den vielen Unternehmern, die da waren. Sie war bunt angezogen, sie war sehr aktiv und mir hat ihren inneren Drive gefallen. Ich bin dann auf sie zugegangen, habe von VPN erzählt und kurz darauf haben wir sie besucht und sie dann eingeladen, einen Businessplan zu schreiben. Und zu der Zeit, als wir ihre Zahlen gesehen haben, sie war weit im Minus, sie hatte so gut wie eigentlich auch nicht viel, aber man hat ihre Überzeugung und ihre Leidenschaft gesehen. Gleichzeitig, sie wollte Fashion Designer sein, sie wollte eine Fashion School aufbauen, sie wollte einen Superladen im schicksten Gebäude in Kigali, sie wollte Home Decor machen, also sie hatte eine Kreativität unglaublich. Wir sind dann mit ihr durch diesen Businessplan gegangen und haben dann mit viel Schmerz und Leid uns geeinigt, dass es überhaupt nicht realistisch ist und dass sie das Schritt für Schritt aufbauen sollte. A few sessions we did with Alice and Hans, we accepted to join the first trainings for time management. The first 2 tellers we had, when we added 2 more, and then we added 2 more again, we had 6. And it became a little bit of a problem for us to manage the time and to schedule ourselves. And the business was growing quite fast. We had more customers coming, and we had to know, how to schedule our production, how to plan
the fittings and stuff like that. I remember we used to start 8:30, and the first outfit will be on the sewing machine around 10:30. It's the time to cut and time to do the pressing and everything. It will really take forever. And then at the end of the day, we don't have an outfit. We couldn't count one cloth, one dress or one, outfit a day. But then when I attended the time management, I really decided to change all the schedules. So we start now 7:30, and by 8, I'm pretty sure that the first outfit are already on the sewing machine. The second course was finance management. Of course, after 6 months when the company was operating, we already grew into, I think, around 7 people. So it was at the end of the year. When I started with BPN, I had 2. And then after all the trainings and the production, I was moving to 6, I think 7, if I remember very well. And then I needed really to manage how to pay them, which type of contracts, and also financially, what do I buy more? What do I buy more? What do I buy less? Which type of sewing machine do I buy? Where to invest the income we were getting in that time? So, and that course was the right time to take. It was there for the right time, and I took it also. Wir sind zu einer Organisation gewachsen, glaube ich, die wirklich fitter denn je ist für die Zukunft, auch für den Spendermarkt. Der Spendermarkt ist in der Zukunft kein einfacher Markt. Ich glaube, dass wir in den vergangenen 20 Jahren sehr viel erreicht haben, dass wir gute Sachen gemacht haben, dass wir zu den Besten gehören, gerade was Ausbildung anbelangt. Aber ich glaube, wir sind fitter denn je als Organisation, um in die Zukunft hineinzukommen. Der Stiftungsrat ist sehr gut besetzt und wir haben ein super Team. Und eben, so wie mein Vater das dazu mal gemacht hat, ich weiss, wo meine Stärken liegen und ich weiss, wo meine Schwächen liegen. Und im Moment lerne ich einfach extrem viel vom Operations-Team hier in Bern, in den Ländern und auch vom Stiftungsrat. Aber wenn ich mich wirklich sage, was möchte ich im Stiftungsrat bewirken, ist es eigentlich wirklich die Vision von meinem Vater, dass es weiterlebt. Nebst dem, dass ich natürlich die Vision vertreten möchte ich natürlich auch einen neuen, frischen Wind reinbringen. Ich finde, das ist jedem Unternehmen wichtig. Jedem Unternehmen ist wichtig, dass du Leute hast dort, die viel Erfahrung haben. Aber es ist auch wichtig, dass du Leute hast, die neue Ideen reinbringen. Es kommen immer wieder Unternehmer auf uns zu und sagen, warum haben wir nicht früher von dem gehört? Warum haben wir nicht früher BPN kennengelernt? Das hat uns geholfen, gewisse Fehler zu umgehen. An Visionen meinerseits jetzt im Besonderen mangelt es definitiv nicht. Also wir möchten gerne qualitativ mal in erster Linie wachsen. Das ist etwas, was wir auch mit dem Stiftungsrat so besprochen haben. Also wir möchten nicht irgendwie einfach per Mausklick in ein nächstes Land und dann nochmal in ein nächstes Land, sondern wir möchten wirklich stark, BPN steht für Business Professionals Network. Für das P möchten wir wirklich noch arbeiten, das Professionalisieren, das Gutes noch besser machen. Aber es ist sicher auch so, dass im Hinterkopf mögliche weitere Länder in meinem Kopf sich bewegen. Ich versuche es immer abzubrechen auf den Menschen. Und schlussendlich ist es mir nicht wichtig, dass man viele Menschen einfach klein tangiert. Ich möchte die Menschen, die, ob es jetzt Mitarbeiter, Unternehmen, Spender sind, ich möchte, dass jeder von BPN etwas mitnehmen kann, dass jeder von BPN verändert wird. Das ist das, was ich möchte. Ich möchte jetzt ein People-Business. Und ich möchte nie vergessen, hinter all den Zahlen und hinter all den Ländern und hinter all den Spendern, es geht um Leute. Es geht um Leute in den Ländern, es geht um die Mitarbeiter, es geht um die Leute hier. Und ich möchte, dass alle, die mit BPN in Berührung kommen, auch wenn es nur kurz ist, ich möchte, dass sie sagen, hey, BPN ist etwas Cooles.